Ich habe jetzt irgendwie schon seit Monaten hier ein Rücklicht gesucht fürs Rennrad, das hinten diese Blinklichtfunktion hat. Und ich weiß, dass es in Deutschland gegen die Straßenverkehrsordnung ist, aber ganz ehrlich, mir ist es ehrlich gesagt egal, weil ich persönlich der Meinung bin, auch wenn ich es an anderen sehe, dass die Sichtbarkeit in meinen Augen da viel mehr erhöht ist, vor allem wenn man gerade mal im Sommer in schattige Bereiche reinfährt und dann halt trotzdem von hinten durch das Profil relativ schlank zu sehen ist. Muss ich persönlich sagen, finde ich, nehme ich das in Kauf, dass ich dann zwar nicht analog der Straßenverkehrsordnung bin, aber ich bin der Meinung, dass es für mich erst einmal die bessere Wahl ist. Und aus dem Grund habe ich mir jetzt hier die Garmin Varia RTL 515 bestellt. Das müsste die internationale Variante sein. Ich habe sie noch gar nicht ausgepackt, die eine Blinklichtfunktion hat. Es gibt da, glaube ich, auch noch eine deutsche Version, die habe ich aber nicht. Die kam jetzt aus Italien. Ich habe die, glaube ich, bei Bike-In bestellt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ja, die werde ich jetzt mal an mein Rennrad ranbauen und dann schauen wir, ob das Ganze funktioniert. Wenn ich das Ganze jetzt mal aufmache, dann schauen wir mal, was sich da drin verbirgt. Mit einer Hand gar nicht so einfach. Ja, dann haben wir es. Ladekabel. Was haben wir da noch für schöne Sachen? Ah ja, und da haben wir das Licht an sich. Dann ist das wahrscheinlich die Halterung. Ja, hier haben wir das Licht. Ja, schauen wir mal. Ich muss mal schauen, ob es schon aufgeladen ist. Und ansonsten war es das, glaube ich. Ja, ich hatte schon für Supernova mir, da gibt es das eine Rücklicht bestellt. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber ich kann auch mal ein Bild einblenden. Das fand ich eigentlich auch soweit ganz cool und das war eigentlich meine erste Wahl, weil das Ganze dann noch aus einem Aluminiumrahmen war. Das hier ist jetzt, glaube ich, aus Plastik. Und die Leuchtkraft von der Supernova war auch wirklich sehr gut, aber wie gesagt, das war das Thema eben, dass es da keine Blinklichtfunktion gab. Es gab eben hier nur bei dem Supernova eben nur die Dauerlichtfunktion und ich hatte auch irgendwie keine Chance, die internationale Version online zu bestellen. Deshalb ist es dann jetzt hier die Garmin-Version oder das Garmin-Teil geworden, weil ich tatsächlich von einem Kollegen Rennradfahrer überholt worden bin, der eben genau dieses Rücklicht dran hatte und es eben geblinkt hatte. Also ich habe die Suche teilweise zwischenzeitlich wirklich schon aufgegeben, weil ich mir dachte, gut, gibt es halt einfach nicht. Gibt's jetzt hier, muss ich damit leben, dass es keine Blinklichtfunktion gibt. Aber dann hatte ich eben das hier gefunden, hatte dann nochmal mit KI recherchiert und da wurde mir eben genau dann hier diese Variante vorgeschlagen. Ne? Ich hatte es eingangs schon gezeigt, RTL 515 und wie gesagt, da gibt es auch irgendwo dann noch eine deutsche Variante. Wenn ihr das Bild findet, dann kann ich das ja auch mal einblenden. Ja, Leuchtfunktion ist auf jeden Fall schon mal da, ziemlich massiv. Ja, das schaut schon mal prinzipiell ganz gut aus. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie ich das Ganze verbinde mit dem Element Roam. Das Ganze ist halt ein Radar verbaut, dass ich dann später auch am Computer sehe, wenn sich Autos von hinten nähern. Ich hätte die Funktion jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich gebraucht, muss aber auch sagen, dass es für das, ich habe jetzt glaube ich 130 € gezahlt, vom Preis her eigentlich sogar ganz okay ist. Also die Supernova hat jetzt glaube ich 130 € gekostet ohne diese Radarfunktion, dafür aber mit einem bisschen höherwertigen Gehäuse. Und ja, schauen wir mal, ob das Ganze hier, dass ich das Ganze hier aufs Blinklicht umgestellt bekomme und dass ich das Ganze auch hier mit dem Element verbinde. Wenn ich mir das jetzt hier anschaue, ich habe es immer noch nicht verbunden, dann sehe ich hier schon so ein Pulsieren. Aber ich habe jetzt immer noch nicht herausgefunden, wie ich die Einstellungen vornehmen kann. Deshalb muss ich jetzt tatsächlich mal die Bedienungsanleitung lesen. Ja, der Radcomputer hat es jetzt auch schon gefunden. Ich kann es jetzt hier mal verbinden. Und jetzt kriege ich hier noch eine Warnhinweis, den ich jetzt einfach mal gekonnt nicht lesen werde. Annehmen, wie man es halt mit Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen so macht. Von daher, jo, so ist es. Jetzt hier steht ja auch Radar verbunden. Genau, das klingt jetzt erst einmal positiv. Und ja, jetzt schaue ich mal, dass ich das Ganze ans Rad bekomme. Ich habe eine D-förmige Sattelstütze. Ich hoffe, dass es kein Problem ist, aber wenn ich mir jetzt hier die Adapter anschaue, dann schaut es eigentlich schon relativ gut aus. Ich glaube, das wird was. So, da ist der Bock. Hinten noch mit dem Sigma-Licht, ja, Fokus. Hinten noch mit dem alten Sigma-Licht. Ja, das ist auch relativ eigentlich komplett zufriedenstellend. Damit war es aber plus 30-40 € gekostet. Das ist die Batterie gerade leer. Ja, da ist der Bock. Bringen wir dann mal raus und dann baue ich das Licht mal ran. Das hier mal runter.
Mein Fahrradcomputer, der schreit auch schon. Nee, wir wollen nichts aufzeichnen. Gut, und dann schauen wir mal, das Ganze hier ranpasst. Ja, da werde ich wohl oder übel einen Adapter brauchen. Das schaut ganz okay aus. Schauen wir uns mal das an. Ich glaube, wir probieren es mal mit dem. Die Halterung war recht straff anzubringen. Also ich muss sagen, dass ich hier die wirklich mit den Ohrringen, das war dann doch sehr eng. Aber jetzt passt es eigentlich so gut. Wie gesagt, da sind noch andere Adapter, da waren jetzt noch andere Adapter dabei. Aber das sieht hier jetzt eigentlich ganz okay aus, ganz gut. Jetzt können wir das Ganze ja mal montieren. Ja, schaut doch erst einmal ganz gut aus auf den ersten Blick. Ja, doch. Also ich bin mit der Montage, da bin ich jetzt erst einmal soweit, so gut zufrieden. Test. Da haben wir es. Dauerlicht. Ja, dann bei dem hier ist, glaube ich, schwächeres Dauerlicht. Das hier müsste die Pulsieren-Funktion nochmal sein. Und hier dann das Blinklicht, für das ich dann eigentlich, nachdem ich jetzt hier eigentlich Ausschau gehalten habe. Ja, cool. Also ich bin erstmal so zufrieden. Das schaut erst einmal soweit ganz gut aus und ist genau das, nach dem ich gesucht habe. Ja, auf dem Fahrradcomputer ist es soweit auch verbunden. Wie gesagt, da muss ich jetzt nur noch mal rausfinden, ob ich da jetzt wirklich auf dem Monitor Möglichkeiten habe, mir was anzuzeigen im Sinne von, ob ich da jetzt Zeiten mir einfügen kann, mit denen ich dann eben wirklich nach hinten gerichtet dann eben Teilnehmer im Straßenverkehr sehen kann. Ja, ich habe in der Element-App dann nochmal nachgesehen, was ich da einstellen kann. Da habe ich gesehen, dass ich die Position der Autodarstellung hier auf links oder rechts legen kann. Ich konnte dann den Radarstatus in den oberen LEDs nochmal ein- und ausschalten, sowie die Sounds. Aber ich habe das Ganze jetzt erst einmal drinnen gelassen für die erste Ausfahrt und ja, dann ging es auch schon los und ich habe mich mal auf den Bock geschwungen, um das Ganze auszuprobieren. Ich bin dann auf die erste Ausfahrt gegangen und habe das dem Ganzen mal Versuch gegeben. Und ich muss sagen, es ist recht interessant. Ich habe hier mal eine Aufnahme reingeschnitten. Da stehe ich jetzt am Straßenrand und von hinten nähern sich die Autos an. Und man sieht hier halt wirklich 1A am Bildschirm, dass hinter einem ein Auto kommt. Ja, ich habe es jetzt gerade mal zum Aufladen gegeben nach der ersten Ausfahrt. Und ja, das ist halt irgendwie, ich glaube, so Micro-HDMI oder was ist das? Micro-USB zum Aufladen. Also auf jeden Fall kein USB-C. Und ich muss sagen, das finde ich, das stört mich ein bisschen. Ich meine, es geht, weil die SRAM Akkuladegerät hat den gleichen Anschluss, den konnte ich jetzt da verwenden. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo cool gewesen wäre, wenn es einfach ein USB-C wäre, weil es halt mittlerweile einfach der gängige Anschluss ist.